Ab der Godot Engine 4.4 Development Snapshot 3 wird die Erstellung und das Speichern einer Packed Scene aus der aktuellen Szene heraus erleichtert und verbessert, denn ein nur nebensächlich genanntes Feature löst ein größeres Problem, was wir alle bis zur Version 4.3 hatten. Was war das Problem? Wie wird das gelöst? Und warum machst du ab sofort weniger Fehler? Ich bin der Truly Most Wanted und ich präsentiere dir ein Godot 4.4 Feature in nur wenigen Minuten. Gib dem Video einen Daumen nach oben, wenn es dir gefallen sollte, abonniere gerne, um keine Folge zu verpassen und teile gerne deine Fragen und auch dein Feedback zum Video in den Kommentaren. Vielen Dank und los geht's! In der Godot Engine speichert man wiederverwendbare Elemente als Packed Scenes in Dateien ab. Dabei designst du einmalig in der Szene deine Node-Struktur, dann platzierst du sie so, dass du mal gucken kannst, wie groß ist die eigentlich, wie sieht die überhaupt so aus, und dann können wir die in Packed Scenes speichern. Und das Beispiel machen wir hier auch mal mit diesem 2D-Level. Wir haben hier eine Plattform gebaut und die ist jetzt hier mitten in unserem Level drin. Der Nullpunkt ist aber eigentlich hier oben links. Klassischerweise geht man jetzt hin und sagt hier im Szenenbaum Rechtsklick und den 5. Eintrag von unten ist, speichere den Zweig als eigene Szene ab. Dann würden wir hier drauf gehen und das Ganze in einer Packed Scene speichern. Mit Godot 4.0 bis inklusive 4.4 Development Snapshot 2 war es so, dass weder Position noch Rotation noch Skalierung zurücksetzbar waren. Das heißt, beim Speichern hatten wir jetzt eine Packed Scene mit folgendem Problem. Wenn wir die Packed Scene hier unten auswählen und sie wieder in die Szene bringen, erwarten wir eigentlich, dass sie dort auftaucht, wo unser Mauscursor ist. Aber wir haben den Versatz nach unten rechts genau die Distanz zum Nullpunkt. Und das eben für jedes Mal, wenn wir das machen. Um das zu fixen, mussten wir in die Packed Scene hineingehen, einen Klick, dann die Node auswählen, 2, dann in den Inspector Transform aufklappen, 3, die Position hier ändern, 4, 5 und noch speichern. Das waren im Grunde 6 Aktionen mehr. Und jetzt in der Szene hier oben haben wir die Plattform gefixt. Die erste hat sich geändert, die zweite ist noch genau dort, wo sie eben falsch verschoben war, weil die denkt ja, sie wäre an der richtigen Position. Diese Problematik mit den 6 oder 7 Klicks mehr, die gibt es in der Godot Engine 4.4 ab Development Snapshot 3 gar nicht mehr, denn das wurde schön behoben. Nehmen wir mal die zweite Plattform hier und wir bringen sie zurück lokal in die Szene. Jetzt wollen wir diese Plattform mal speichern, so wie es in Godot 4.4 funktionieren wird. Wir machen hierbei Rechtsklick, wieder den Zweig als Szene speichern und jetzt haben wir hier unten die Änderung. Denn mit Godot 4.4 Development Snapshot 3 kriegen wir hier unten 3 Haken, die uns direkt erlauben, Sachen zurückzusetzen, wie eben die Position, die Rotation und die Skalierung. Das heißt, jetzt können wir die Plattform hier nehmen und standardmäßig ist der erste Haken immer aktiviert. Das heißt, die Position von 2D und 3D und UI-Elementen wird dadurch automatisch beim Speichern auf den Nullpunkt gesetzt. Jetzt können wir dieses Element hier unten nehmen und zurück in die Szene bringen und es ist auf der richtigen Koordinate. In 3D nochmal genau das gleiche. Wir haben eine Box als Plattform oder Hindernis, die können wir per Rechtsklick den 5. Eintrag von unten Zweig als Szene speichern wählen und auch nochmal hier direkt mit Reset Position aktiviert abspeichern. Dann nehmen wir sie per Drag and Drop zurück in unsere Szene und sie landet auch direkt dort, wo sie sein soll. Dieses korrigierte Verhalten gibt es seit der Godot Engine 4.4 Development Snapshot 4, die vor kurzem rausgekommen ist. Denn dort wird ein Raycast genutzt beim Platzieren von Packed Scenes. Wir gucken, wo würden wir uns überschneiden und dann korrigieren wir die Position unserer Node in der Szene. Das geht übrigens auch bei mehreren Collidern. Wir nehmen unsere Box, wir machen den Raycast auf den Boden und die Box steht auf dem Boden, als ob sie sich berühren würden. Wir machen einen Raycast auf die Seite vom Würfel und auch dann hier würden wir diesen Punkt nehmen. Bei der Oberseite hier genauso, rechts daneben ebenfalls und auch das können wir mit Snapping kombinieren. Und damit sind wir am Ende des Videos. Jetzt haben wir gesehen, wie 2 Fehler behoben wurden und 2 Features eingeführt wurden in Development Snapshot 3 und 4. Ziemlich cool, oder? Wenn du bei der Godot Engine mithelfen willst, dann geh auf das Issue und melde Fehler. Jeder kann helfen, jeder kleine Schritt hilft, die Engine zu verbessern. Gib dem Video gerne einen Daumen nach oben, ansonsten abonniere gerne für weitere Folgen und wenn du Fragen hast oder du Feedback geben willst, sehr gerne in die Kommentare schreiben.
lese ich mir alles durch. Vielen Dank fürs Zuschauen und hoffentlich bis zum nächsten Video.